Liebe ADAC-Mitglieder, aufgepasst, ja, der Peter Demmerle dreht mal ganz kurz das Angebot. Ja, dieses Fahrzeug hier, was hinter uns steht, hat 60 Kilometer rein elektrische Reichweite. Ja, ein Angebot 219 € im Monat. Wir sind beim Autohaus Kia Klein in Saarlouis und hier ist der Peter Demmerle. Ja, ist hier einer der Chefs und er hat jetzt die letzten Tage mal exakt dieses Auto mal gefahren. Du wolltest einfach mal wissen, wie ist das im Alltag, und du hast ganz überraschende Werte feststellen können. Du fährst ihn tatsächlich mit echten 1,5 Litern. Ja, absolut. Es ist möglich, und zwar ohne große Anstrengung. Es ist ein sogenannter Plug-in-Hybrid. Das heißt, man sieht hier, der ist extern aufladbar. Und nach der externen Aufladung kann man mit dem Auto rein ca. 60 Kilometer rein elektrisch fahren. Wenn man das nutzt, und die Aufladezeit ist relativ kurz, nach 2 bis 3 Stunden ist der vollständig geladen, auch an der Haushaltssteckdose, kannst du natürlich den Kraftstoffverbrauch entsprechend reduzieren. Bietet sich natürlich dann auch für Kunden an, die jetzt auf den kürzeren Strecken pendeln, also nicht unbedingt für diejenigen, die am Tag, was weiß ich, 200 oder 300 Kilometer fahren. Aber es gibt halt eben viele, die halt eben auch kurze Strecken fahren. Ja, ich zeige das mal gerade. Also es ist ein spezielles Angebot für ADAC-Mitglieder. 1601 Kilogramm wiegt das Fahrzeug. Ja, es hat einen Stromverbrauch von gerade mal 9,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Es ist allerdings ein, ich sag mal, kombinierter Verbrauch. Hier steht 1,1 Liter, das schafft man auch. Du hast es nicht geschafft. CO2-Effizienzklasse A+. Das ist ordentlich, und eine Jahressteuer für das Fahrzeug von 32 €. Das kann sich auch sehen lassen. Ja, wie funktioniert das Ganze? Ich muss ADAC-Mitglied sein? ADAC-Mitgliedschaft ist Voraussetzung. Allerdings, wer es noch nicht ist, kann es noch werden. Also es ist auch kurz. Ihr habt zufälligerweise Anträge da? Ja. Also wir können Anträge vermitteln, mit Sicherheit. Ja. Genau, so ist es. Ja, hier sieht man das auch. Das Ladekabel ist jetzt nicht dabei. Dabei ist ein 230 Volt Ladekabel. Genau, das hier ist jetzt ein Ladekabel mit dem Typ 2 Stecker für öffentliche Ladestationen, solche Wallboxen. Ist allerdings, ich sag mal, sinnvoll, dass man das kauft, ist nicht so teuer, wie man glaubt. Nein, also die kosten so um die 200 €, je nachdem welche Ausführungen. Und dabei ist natürlich das Ladekabel für die Haushaltssteckdose. Ne? Das heißt, jeder, der daheim irgendwo das Auto in der Nähe von der Haushaltssteckdose parken kann, kann dort halt eben auch bequem laden. Ja, er hat 2 Tankdeckel. Das da hinten ist für Benzin. Er tankt super bleifrei, 95. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also im Moment bin ich fast nur elektrisch unterwegs. Ist wirklich so, oder? Ja, es ist wirklich so. Und wie gesagt, er fährt bis zu 120 Stundenkilometer rein elektrisch. Reicht also auf den Strecken, die ich überwiegend fahre, auch vollkommen aus. Tolle ist halt eben, was wir noch gar nicht erwähnt haben, bei diesem Angebot, bei den 219 € ist tatsächlich für 3 Jahre das Service und Verschleiß schon mit drin. Nochmal, das komplette Service ist auch dabei? Ja, das ist schon mit dabei. Was ist da ungefähr anzusetzen für einen Service im Monat? Kann man so sagen 50, 60 €? Ja, ich meine, die Wartungsumfänge bei so einem Elektroauto sind natürlich relativ niedrig. Es ist kein rein elektrisches Auto, aber ich denke, mit Wartungskosten so 200, 250 € im Jahr sollte man schon rechnen. Ja, und die sind halt eben schon mit abgedeckt, mit der Rate. Mindestens, so ist es, ja. Ja, er hat 7 Jahre Garantie. 3 Jahre ist die Leasingdauer. 10.000 Kilometer sind zumindest mal bei dem Angebot mit drin. Das kann man sich ja anders rechnen lassen. Das Ganze läuft über die ALD. Überführungskosten sind einmalig zu zahlen bei Abholungen. 775 €, genau. So, die Anzahlung, die in dem Angebot mit eingerechnet ist, das ist eigentlich der staatliche Anteil an der E-Mobilitätsprämie. Die gibt es auch für dieses Auto. Ja. Das heißt, ich finanziere das erstmal vor. Richtig. Ihr seid aber dran, das eventuell sogar zwischenzufinanzieren. Ihr könnt sogar die ganze Beantragung machen. Ich bekomme die Anzahlung, die ist wie hoch ungefähr? Das sind ganz genau für das Auto 2.350 €. Das sind zu 100% vom Staat zurück? Zu 100% zurück, und wir helfen bei der Beantragung. Wir haben es schon oft gemacht, wir wissen, wie es geht. Und ich denke, es ist für den Kunden bequemer, wenn er es über uns machen lässt. Ich meine, wenn jemand unbedingt Lust hat und einen Antrag stellen möchte, kann er es auch machen, aber ansonsten machen wir es. Ja, vorne steht das E-Kennzeichen, das kriege ich denn auch. Das heißt, ich darf ganz offiziell auf E-Parkplätzen parken? Ja, das ist ein Vorteil. Und hier in Saarlouis, das ist jetzt kommunale Sache. Wir dürfen halt eben auch in Saarlouis eine gewisse Zeit kostenlos parken auf öffentlichen Parkplätzen. Halt ist das so? Ja. Da gibt es aber Unterschiede von Stadt zu Stadt. Ich glaube, in verschiedenen Kommunen ist es auch so, dass man zum Beispiel die Busspuren nutzen kann mit so einem E-Kennzeichen. Das haben wir hier in Saarlouis noch nicht. Ich muss aber auch fairerweise dabei sagen, ich glaube, hier gibt es nur zwei Straßen mit Busspuren. Also so riesengroß wäre der Vorteil da nicht. So, also es ist kein Mile
es ist kein Mild-Hybrid, sondern ein echter Plug-in-Hybrid. Das bedeutet, man spürt sogar den Elektromotor richtig, oder? Ja, ja, klar. Ich meine, du kannst bis 120 Stundenkilometer rein elektrisch fahren, also der hat schon entsprechend Kraft. Ja, vielleicht noch mal kurz fürs Angebot, wenn du es noch mal drehst. Also das ist jetzt eine Leasingrate im Monat inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, wenn ich den jetzt geschäftlich nutze, da ist halt die Frage, bin ich ADAC-Mitglied, geht das geschäftlich? Das würde theoretisch auch gehen. Ich meine, mit der Dienstwagenbesteuerung hat man ja schon mal drüber geredet. Das bringt auch noch einen gewissen Vorteil. Das heißt, der Besteuerungsanteil ist niedriger. Genau, das ist 0,5 beim Plug-in-Hybrid und ist 0,25 beim rein elektrischen. Aber ich zahle zum Beispiel, wenn jetzt hier das beispielsweise das Auto hier um die 40.000 € jetzt kostet, Listenpreis, Brutto-Listenpreis, dann zahle ich nur 200 € Versteuerung im Monat bei 0,5%. Also die Leute, die sich angesprochen fühlen, die wissen das. Ja, du selber fährst es. Es ist ein echter Kombi, ein Familienauto. Ja, wir können gerne mal reingucken. Also Platzangebot ist kombitypisch sehr gut. Also auch für Leute, die Hobbys haben, die viel Platz in Anspruch nehmen oder für einen Handwerker oder wie auch immer, Familien, ist es absolut geeignet. Ja, schauen wir mal kurz rein. Denn das Ganze beginnt natürlich hinten mit dem Kofferraum. Er hat einen riesen Kofferraum und das Schöne ist beim Kombi, er liegt wie ein Brett auf der Straße. Das ist so. Das heißt, die Straßenlage ist wirklich nicht nur suboptimal, sondern richtig toll. Das Auto hat richtig Power. Das heißt, beide Motoren sorgen dafür, dass die Beschleunigung wirklich atemberaubend ist, oder? Ja, es ist sehr angenehm zu fahren und die Beschleunigung ist halt eben eindrucksvoll. Genau, dank elektrischer Leistung. Du bist so ein bisschen zurückhaltend, ja. Eigentlich bei dem Angebot 219 € und Laufzeit 36 Monate. Nach Ablauf der Zeit kann ich entweder das Auto zurückgeben. Ich hoffe, wenn die Kunden, die das sehen, nicht zurückhaltend sind, dann haben wir alles erreicht. Ja, das ist so, ja. Eine spezielle Aktion, 219 €, brutto, 36 Monate, 10.000 Kilometer. Ist das normal darstellbar für dich als Händler? Nein, das ist normal nicht darstellbar. Also hier fließen alle Förderungen mit rein, die es vom Hersteller gibt, die es von BAFA-Seite aus gibt, die es von der Leasinggesellschaft gibt. Die haben natürlich einen vergünstigten Leasingzinssatz hinterlegt und natürlich der teilnehmende Händler, also in dem Fall wir, gehen natürlich auch noch mit Händleranteil in die Geschichte mit rein. Hast du noch irgendwas verdient am Ende für dich? Ja, für mich nicht, für den Chef. Alles klar. Ja, gut, ich muss dazu sagen, die Menge macht's. Also ich kann es immer noch nicht fassen. Wir haben einen Plug-in-Hybrid für 219 €, der voll tauglich ist. 60 Kilometer echte Reichweite. Wenn du hinten mal kurz aufmachst, schauen wir mal rein. Das Coole ist, Plug-in bedeutet, ich kann auch ganz normal Benzin fahren auf längeren Strecken. Die Rekuperation, der rekuperiert nicht. Also das ist im Hybrid-Fahrbetrieb, sobald der elektrische Strom, den wir extern aufgeladen haben, verbraucht ist, fährt er wie ein normaler Hybrid. Das heißt, der gewinnt während der Fahrt durch Rekuperation Strom, der wird aber auch dann direkt wieder verbraucht. Dadurch wird der Verbrennungsmotor entlastet und wir haben halt eben auch in diesem Modus günstigere Verbrauchswerte als mit einem konventionellen angetriebenen Fahrzeug. Das ist halt eben der Vorteil. Und alle, die Angst haben vor der Reichweitenproblematik bei Elektrofahrzeugen, die sind dadurch natürlich angesprochen. Okay, das heißt, ich kann überall ganz normales Benzin tanken, habe dann natürlich einen wesentlich höheren Verbrauch, wenn ich nur rein Benzin fahre. Das entspricht ungefähr einem Benziner. Ja, also ich denke, auch ein Benzinverbrauch, wenn man jetzt den Strom aufgebraucht hat, kommt man locker mit 5 Liter auf 100 Kilometer hin. Das ist immer noch gut, weil das Auto hat 141 PS Systemleistung mit Automatikgetriebe. Ich denke, da tut sich jeder andere Benziner schwer. Ja, auch wir haben zu dem Fahrzeug auch einen eigenen Film gedreht, den kann man sich mal angucken. Die Ausstattungsvariante, die ist wie? Name? Also in diesem Angebot ist die Ausstattungsvariante Vision. Okay. Das ist, glaube ich, die mittlere, richtig? Das ist die mittlere, genau. Das die Ausstattungsvariante, der hat aber schon ganz viele Dinge dabei, wie zum Beispiel Spurhalteassistent aktiv, beheiztes Lenkrad. Genau, bei Kia ist halt eben der Ausstattungsumfang auch schon in den einfacheren Versionen sehr umfangreich und dementsprechend muss es nicht immer die Spirit-Version sein, wie man jetzt hier stehen haben. Auch die Vision-Version ist sehr attraktiv. Ja, schön ist auch, wenn ich ein Plug-in-Hybrid habe ich immer Automatikgetriebe. Grundsätzlich bei allen Hybridfahrzeugen ist das so. Ne? In dem Fall hier ist es ein Doppelkupplungsgetriebe, also fährt sich super, oder? Super angenehm. Ja, es gibt dort nämlich kein Abreißen der Beschleunigung, wenn man nämlich Gas gibt. Das ist so wie an einem Strang. Genau. Volkswagen hat das mal gemacht mit dem kleinen Jungen, der ohne Zugkraftunterbrechung, genau. Ohne Schubkraftunterbrechung. Also praktisch ähnliches System ist hier eingebaut. Ja, ich stehe da, der Kombi.
Ich bin schon ganz geflasht, ja, dass du die 1,5 Liter geschafft hast, wo ich ja weiß, dass du so ein kleiner Gasfuß bist. Ja. Das Auto macht Spaß, ich habe viel Platz und habe tatsächlich Kosten von 219 € inklusive Mehrwertsteuer mit Erwartung. Mit Erwartung, ist alles mit dabei und ich denke, das ist unterm Strich ein Top-Angebot. Unglaublich. Ja, die Lieferzeit, wenn ich mich entscheide? Also es sind wohl Fahrzeuge direkt verfügbar, die wir kurzfristig bekommen können und ich denke, wenn man jetzt bestellt, hat man noch gute Chancen, irgendwo das Auto im Zeitraum zwischen 4 und 8 Wochen zu bekommen. Also nochmal zusammenfassend, wenn ich will, so hast du das gemacht, kann ich das Auto fahren um die 1,5 Liter, indem ich das abends ganz normal an 230 Volt einstecke. Der ist morgens auf jeden Fall voll. Ja, der braucht nicht lange. Wie gesagt, eine Haushaltssteckdose normal 16 Ampere abgesichert, brauchst du ungefähr 3 Stunden, dann ist er voll geladen. Wenn er ganz leer war. Ich meine, du brauchst den ja nicht immer ganz leer zu fahren, du kannst auch zwischendrin mal laden, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Du kannst auch beim Einkaufen irgendwo am Supermarkt Der wäre jetzt tatsächlich, wenn ich beim Lidl bin, also man muss dazu sagen, das letzte Stück, das dauert immer ein bisschen länger, aber zu 80% kriegt man den voll während dem Einkaufen beim Lidl, oder? Denke schon, ja. Wenn du den externen Stecker nutzt, also nicht über die Haushaltssteckdose mit dem anderen Kabel, dann geht es relativ schnell. Aber jetzt für zu Hause macht das wahrscheinlich keinen Sinn, eine Schnellladestation beim Plug-in-Hybrid zu montieren. Wer es aber machen will, kein Problem, würde auch gehen. Ja, richtig bevorteilt sind natürlich auch die irgendwo eine Solaranlage auf dem Dach haben und die ihren eigenproduzierten Strom selbst nutzen können. Da ist natürlich eine ganz runde Sache. Ne? Ja, hier steht er, der neue Kia Ceed SW Plug-in Hybrid mit 7 Jahren Garantie. Man kann das Auto sogar nach Ablauf übernehmen. Da muss man nur anfragen. Da macht die Leasingbank ein Angebot. Das kann man aber vorher jetzt noch nicht sagen. Aber das ist grundsätzlich bei euch im Leasing so, dass es möglich ist, später eine Anfrage zu machen. Was ist das Auto noch wert? Ich muss es aber nicht. Ich kann es einfach zurückgeben. Es gibt keine Verpflichtung, das Auto zu übernehmen, aber es gibt eine Möglichkeit. Ganz wichtig auch noch, es ist Kilometer-Leasing, also kein Restwert-Leasing, ganz wichtig. Denn ich habe 0 Risiko. Wenn also irgendwas ist, ich sage jetzt mal, der hat jetzt nicht den versprochenen Restwert, der entsprechend kalkuliert wurde, ist nicht mein Problem, ich gebe das Auto zurück. Genau. Es werden nur Kilometer abgerechnet. Bin ich drüber, gibt es auch einen Satz? Ja, es gibt einen Satz, der ist festgelegt. Also pro mehr gefahrenen Kilometer gibt es eine Nachzahlung im Centbereich und für minder Kilometer gibt es halt eben entsprechend auch eine Erstattung. 2.500 Kilometer mehr oder minder sind ausgenommen, also da wird nichts abgerechnet. Also bei dem Angebot kann ich 30.000 Kilometer sind inkludiert, der Service ist inkludiert. Ich zahle 219 für den Plug-in-Hybrid und die Anzahlung, die ich leisten muss von nochmal wie viel Euro? Das sind 2.350 €. Kriege ich zu 100% vom Staat zurück. Genau, das ist der staatliche Anteil an der E-Mobilitätsprämie. Wie gesagt, Beantragung auf Wunsch gerne über uns. Wir erledigen die Formalitäten und das Geld kommt zum Antragsteller. Ja, wir sind beim Kia Autohaus Klein. Insgesamt das Fahrzeug hat 7 Jahre Garantie, also damit habe ich auch nichts zu tun. Das ist praktisch. Ich nehme das Auto, fahre es 3 Jahre. Ihr habt natürlich hohes Interesse, die zurückzukriegen, weil wenn die noch 4 Jahre Restgarantie haben, sind die sehr wertvoll, oder? Das ist allein auch im Hinblick auf die Ängste der Verbraucher, im Hinblick auf die Hochvolt-Batterien, auch die unterliegt der 7-Jahres-Garantie. Also andere Hersteller verlangen für ihre Batterien irgendwelche Mieten, weil sie wahrscheinlich schon nicht sicher sind, ob sie lange halten. Bei uns sind 7 Jahre garantiert mit drin. Bis 150.000 Kilometer. Also auch für denjenigen, der schon ein bisschen mehr fährt. Ja, hier steht er. Der neue Kia Ceed SW Plug-in. Ja, für sagen und schreibe, zeig's nochmal in die Kamera, 219 € bei 60 Kilometer rein elektrischer Reichweite. Und ich kann ihn jeden Abend zu Hause aufladen und so die Tankstelle für ganz lange Zeit vergessen. Ja, vielen Dank, Peter Dämmerle. Wo findet man das Angebot? Ja, das Angebot findet man natürlich hier in Saarlouis beim Kia Autohaus Klein in der Wallerfanger Straße. Ja, und es ist nur gültig für ADAC-Mitglieder. Sie können es auch nachlesen auf der ADAC-Webseite, da ist es drauf. Du wickelst das komplett ab. Also das bedeutet, ich muss eigentlich nur meine ADAC-Karte mitbringen. Du hast aber, wie gesagt, eine gute Nachricht, falls man keine hat. Man kann sie hier abschließen. Man kann die ADAC-Mitgliedschaft im Nachhinein noch erlangen. Ja. So ist es. Ja, vielen Dank, Peter. Bitteschön.